Ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind Anna und Thierry. Wir sind immer noch in Südfrankreich und da nehmen wir euch wieder mit. Viel Spaß beim Video! Guten Morgen! Wir sind auf dem Weg zur Nordseite des Gorge du Verdon und wollen die heute besichtigen. Die soll noch wesentlich imposanter sein als die Südseite. Und danach wollen wir uns einen komplett vertouristifizierten Ort anschauen. Moustiers Sainte-Marie. Genau. Da war ich zum letzten Mal vor gut 25 Jahren. Das war schon damals absolut grenzwertig. Ist angeblich noch schlimmer geworden. Aber das müssen wir uns unbedingt anschauen. Ja, wir haben es ja schon von Weitem gesehen. Liegt wunderschön da am Hang, am Berghang. Und ja, wir freuen uns und wir nehmen euch wie immer mit. In dieser Region halten wir uns zurzeit auf. Heute Morgen sind wir am Campingplatz Utopia kurz vor Castellane gestartet, fahren dann die Nordroute der Verdun-Schlucht, besuchen den Ort Moustiers Sainte-Marie, übernachten am Lac de Sainte-Croix, fahren dann über Digny-les-Bains, machen einen kleinen Abstecher nach Barcelonnette, um dann über Saint-Ponçon Richtung Sestriere zu fahren. Gerade ein Stau am Tunnel. Ist auch ganz schön was los heute Morgen schon. Also heute Morgen. Wir haben wieder 11 Uhr. Wobei wir sind eine Stunde früher losgekommen als gestern, immerhin. Aber wie gesagt, wir machen morgens ganz gemütlich. Und immerhin muss man immer ganz schön viel räumen. Und Hektik wollen wir auch nicht aufkommen lassen, gell? Wow. Toller Blick wieder. Der letzte Ort vor der Schlucht. Tada! Oh, aber er hat eine Ampel, der Ort. Wir fragen uns jetzt, wo kommt er her? Die Ampel ist grün. Geschäfte haben auf. Ja, was los im Dorf? Ah, da steht es ja schon dran. Moustiers Sainte-Marie. Der Herbst kommt, die Blätter fallen.
Wir sind noch auf der Nordroute der Verdun-Schlucht und ruhen uns hier ein bisschen aus, haben auch ein bisschen gebraucht, um hierher zu finden. Und das wollten wir euch eigentlich auch mitteilen, weil das ist ein klein bisschen tricky. Also, wenn man die Nordroute fährt, schön aufpassen. Ziemlich in der Mitte ist ein Dörfchen, das heißt Saint-Jean-le-Palu. Das habt ihr ja gesehen, das habe ich ja aufgenommen. Genau. Und das haben wir verpasst. Nein, das haben wir nicht verpasst. Das Dorf nicht. Das ist nicht gut, da durchzufahren. Also wenn ihr da durchfahrt, nichts gut. Also wenn ihr von Castellane kommt, ist es kurz davor, links. Geht der Wenn man Abzweig von der auf die anderen Route Seite Crête. kommt, ist dann kurz nachdem das Dorf zu Ende ist, ein Campingplatz und dann geht es rechts ab. Und dann ist man auf der Route de Crête und das ist die Route mit der tollen Aussicht. Weil es gibt 2 Routen zu dem Dorf Mostier-Saint-Marie. Mostier-Saint-Marie. Und wir waren halt erst auf der falschen und das war nicht so gut. Thierry hat sich schon gewundert. Der hat die ganze Zeit gesagt, das geht immer so bergab. Das stimmt doch nicht, wir müssen doch nach oben. Und irgendwann haben wir angehalten und haben unseren Fehler entdeckt. Und deswegen, also schön aufpassen, dass ihr auch die Route de Crête fahrt. Denn das ist wirklich sehenswert. Auch wenn es jetzt auf den Videos leider nicht ganz so gut aussieht, weil es ein kleinen Ticken diesig ist und wir nicht auf den Sonnenstand geachtet haben. Also ich musste jetzt gegen die Sonne filmen. Auch nicht so gut, deswegen. Aber wie gesagt, fahrt mal selber her, guckt euch das selber an. Wirklich bombastisch. Wir machen jetzt erstmal eine kleine Mittagspause, weil wir haben Hunger. Ja, haben wir. Ganz viel. Dann machen wir uns ein paar Nüdelchen mit einem Fertigpesto und das werden wir dann hoffentlich gleich genießen. Bon Appetit. Al dente. Ja, dann muss es noch ein bisschen. Magst du nicht? Genau. Dort drüben sind wir gestern in die Schlucht hinabgestiegen, sind dann ein bisschen von uns aus gesehen nach rechts gegangen und dann da hinunter. Ja, läuft doch wieder 1. Leckeres Pesto rein. Und schmeckt's dir? Ja, das tut es. Für ein Fertigpesto ist es ganz okay, ne? Ich glaube, der Leila wird es auch schmecken, wenn wir es ihr geben würden. Frisch gestärkt geht es jetzt weiter, den Rest der Verdun-Schlucht anschauen und dann zu dem touristifizierten Ort. Name? Mostier-Saint-Marie. Kann ich mir irgendwie nicht behalten. Da ist das Restaurant, wo wir gestern runtergelaufen sind. Der Weg heißt Le Cavalier. Und da sind wir dann da lang gegangen und da runter in die Schlucht.
Das nenne ich mal französisch eingepackt. Hauptsache es passt. Ich wollte gerade sagen, Thierry sagt immer, Hauptsache es passt. Und es passt. Das hier ist die einzige Bäckerei im Ort. Die hat aber momentan geschlossen. Die Einheimischen fahren 11 Kilometer, um sich Brot zu holen. Das sind dann die Nachteile eines touristischen Ortes. Wahnsinn, Wahnsinn. Wir wollten einfach nur ein Brot kaufen. Jo, könnte noch freies ringsum. Brauchen wir nicht zu überlegen. Guten Morgen. Guten Morgen. Es ist Sonntag, der 22. September. Und wir haben gerade mal 8 Uhr und wie ihr seht, wir haben bereits fertig geparkt. Und wie ihr bereits mitbekommen habt, ist das nicht üblich bei uns. Wir sind sozusagen mitten in der Nacht aufgestanden, weil wir hatten die Nacht Sturmböen. Ich glaube, man kann schon sagen, dass es Sturm war. Ja. Ja, deshalb, also ich glaube, Thierry hat gar nicht geschlafen. Nee, Also ich habe ein bisschen geschlafen, weil wir hatten auf windy.com geguckt und da hieß es, es soll nicht mehr als 50 Stundenkilometer werden die Nacht. Und da habe ich gedacht, jo, dann packt das Dachzelt das. Weil es ist auch wirklich mit einem Hardtop ist es angenehmer, als wenn man nur so ein Flatterzelt drumherum hat, weil ich fand, das Zelt hat kaum geflattert. Aber man weiß halt nie, ob der Wind unter der Sturm schlimmer wird und dass man dann doch wieder nachts abbauen muss, hatten wir ja schon in Albanien. Und ja, deswegen habe ich dann auch nur kurz geschlafen. Ich glaube, man sieht es auch, dass wir nicht ganz so frisch aussehen wie sonst. und die Frisur sitzt nicht. Unsere Frisuren sitzen eigentlich immer, das ist das Gute. Ja, und deswegen nutzen wir aber jetzt die Chance und fahren jetzt ganz früh los. Richtung Norden, Richtung Alpen. Wir versuchen es nochmal.
Ja, Thierry will unbedingt noch mal wenigstens eine Offroad-Strecke fahren. Und das versuchen wir heute einfach trotz sämtlicher Wettervorhersagen, egal, mehr als schief gehen kann es ja nicht. Und deswegen, ja, dann, ich würde sagen, fahren wir los. Wir holen uns jetzt erstmal unser Frühstück hier unten am Kiosk und fahren dann an den See. J'avais dit reste, mais ça n'a pas marché. Ah ouais, c'est moi qui voulais. Non, c'est pas grave, vous avez bien fait. Mais je voulais pas qu'il bouge. Nach einem kleinen Abstecher über Barcelonnette, wo wir zu Mittag gegessen haben, sind wir jetzt auf dem Weg nach Sestriere in Italien und hoffen, dass das Wetter hält und dass wir dort ein bisschen Offroad fahren können. Ob das klappt, das erfahrt ihr im nächsten Video. Wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuschauen und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns doch gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr den Kanal abonniert, dann sehen wir uns bald wieder. Bis dahin, tschüss!